Heute zeige ich dir 5 Ideen für Grußkarten in Aquarelltechnik. Ich zeige dir, wie du mit Wasser und den Farben von Stampin' Up! Aquarelleffekte erzielen kannst. 5 Ideen plus hast du vielleicht gesehen. Am Ende des Videos zeige ich dir noch viel mehr Ideen. Also bleib unbedingt dran, es geht sofort los. Hallo und herzlich willkommen in meiner Kreativwerkstatt. Schön, dass du dabei bist. Ich bin Angela von der Stempelfamilie. Und wir wollen uns auch gar nicht lange aufhalten. Aquarelltechnik steht auf dem Plan. Im Juli ist Weltaquarellmonat. Das hat nicht Stampin' Up! Erfunden, sondern das wurde 2016 erfunden. Und wir zeigen deswegen ganz besonders viele Ideen und Techniken in Aquarell, Watercolor. Ja. Ich habe ein paar Stempelsets auf dem Tisch. Das Ganze, was ich dir zeige, ist der Hauptteil von einem Online-Workshop. Ich habe jeden Monat Online-Workshops und den, dachte ich mir, kann ich auch für dich zeigen. 5 Ideen der Reihe nach. Es entstehen mindestens 5 Grußkarten und am Ende vom Video habe ich dann noch dieses Plus. Du hast ja gesehen, 5 Ideen plus. Das heißt, da gibt es nochmal 4 oder 5 extra Ideen. Also es lohnt sich, bis zum Schluss dran zu bleiben. Wir fangen gleich an. Ich werde zwischendurch wie üblich immer mal so ein paar Tipps und Tricks abschießen. Ich habe meinen Kaffee gekocht und dabei stehen, weil ich möchte es natürlich so kompakt wie möglich machen, aber ich weiß schon jetzt, das zieht sich. Ich hole mir meine Unterlage. Ich habe sonst auch eine wasserfeste Unterlage, werde aber auch gleich zuerst was zeigen. Hierfür gibt es übrigens ein Anleitungsvideo, wie ich die Hippos koloriert habe. Ich zeige aber, wie ich den Hintergrund gemacht habe dafür. Und zwar habe ich hier stehen, dass ich werde schauen, dass ich hauptsächlich in den In-Colors 2022 bis 2024 arbeite und habe also hier schon mal das Karibikblau stehen, dem wir letztens ständig neue Farben erfunden haben. Muss ich immer schauen, dass ich die ganz ordentlich formuliere. Habe hier diese Wassertankpinsel, die sind im Dreierpack bei Stampin' Up! Auf dem Stiel, auf dem Griff oben, wo Wasser reingefüllt wurde. Es ist übrigens ein Gegengewinde, nur mal so als kleiner Tipp am Rande, wenn du es nicht aufkriegst, andersrum. Steht Push und da heißt es drücken. Dann kannst du drücken und dann kommt hier ein Tropfen Wasser raus, wenn ich lang genug drücke natürlich. Da ist er. Und mit dem kann ich mein Wasser, meine Farbe, die ich hier aufs Stempelkissen einfach mal gedrückt habe, anmischen. Ich kann natürlich genauso Wassertank Nachfüller nehmen, das war das richtige Wort. Aber ich kann das hier einfach ein bisschen flüssig anmischen und falls mir das nicht feucht genug ist, gibt es einfach noch ein bisschen mehr Wasser auf mein Blatt. Auch da drücke ich einfach auf meinen Pinsel, tropfe, streiche es ein bisschen breit, habe dadurch die Unterlage schon mal benässt und wenn ich jetzt mit der Farbe komme, verteilt sie sich gut. Das einfach mal ein bisschen ausprobieren, das ist wirklich immer so ein Effekt von Probieren. So ein bisschen chillig. Notfalls wieder mit Wasser anmischen, Neues drauf, verteilen. Du siehst, das geht also ganz super, wie du das hier so schön verteilen kannst. Und gibt einen netten Hintergrund. Und jetzt gibt es gleich einen Nebentipp, weil wir hatten es von den Nilpferden. Hat jemand gefragt, wie die Wellen gemacht worden sind hier. Da gibt es in dem Paket eine Stanze mit dem vielen Zubehör, was wir hier haben. Gibt es eine Wellenstanze, hier unten liegt sie. Und da kannst du zum einen die Wellen einfach diese Wellenkante stanzen und dann unten abschneiden. Oder du nimmst eben das Blatt und stanzt dir die Wellen da rein und hast dann diese Schlitze, wo du wunderbar die Elemente reinsetzen kannst. Okay, das ist schon mal die Sache mit dem Hintergrund. Meine Empfehlung, mach es so rum auf den Stempelblock stempeln. Dann benässt du dein Stempelkissen nicht extra und die Sache läuft super. Genau, putze ich jetzt mal kurz zwischen. Normalerweise habe ich jetzt hier neuerdings so ein paar Butterbrottüten liegen. Hier, gucke, da arbeite ich jetzt dran. Die letzte, die bunte, ist schon weg. Da tue ich immer meine Farben abstempeln am Ende. Wir wollen ja ein bisschen nachhaltig arbeiten. Okay, der erste Tipp, der Hintergrund wird später weiterverarbeitet, war das, was ich dir unbedingt zeigen wollte. Hier kannst du noch mal schauen, wie ich das dann weiter so um diese Nilpferde drumherum koloriert habe. Das war dann im zweiten Schritt. Manchmal habe ich es aber auch zuerst koloriert und dann die Nilpferde aufgestempelt. Ich stempel hier mit Stays On, das ist das Permanentstempelkissen, damit mir die Farben nicht verlaufen. Nächste Idee, Aquarelltechnik. Bedeutet, ich kann meinen Stempelblock nehmen. So, das funktioniert manchmal und manchmal nicht. Mal sehen, ob es heute funktioniert. Das ist so eine Sache von Übung.
und ich kann auf dem Block mit Wasser arbeiten. Ich zeige das einfach und du bist dann derjenige, der da experimentieren kann. Und dann nehme ich meinen Wassertankpinsel. Ich habe hier also 2 Farben drauf. Und auch das ist wieder so eine kleine Übungssache. Und werde das hier so ein bisschen anmischen. Kann man machen, muss man nicht. Man kann es auch einfach abstempeln. Ich mische das einfach mal an. Nehme mir eine Unterlage. Hier, ich stempel übrigens auf Seidenglanz. Farbkarton Seidenglanz, finde ich ganz nett. Mal schauen, ob es einen Effekt gibt. Wenn nicht, geht es unter, haben wir geübt. Ich stempel das mal ab. Man könnte auch den Block noch mit mehr Wasser benetzen. Und ich habe hier so eine kleine Hintergrundlandschaft. Siehst du, mit einem Weg. So ein bisschen kann man sich jetzt denken, was das ist. Und könnte dann da oben zum Beispiel wie hier vorne das Gras stempeln. Mache ich auch mal gleich. Muss ich mal schnell den Stempel suchen. Ich bin weg und bin wieder da. Hier habe ich diesen Libellengartenstempel. Siehst du, hier ist mir übrigens ein Stempelabdruck schief gegangen und dann musste ich da einfach mal ein bisschen die Karte reißen. So schlecht finde ich es gar nicht im Ergebnis. Okay, dann nehme ich mein Stays On. Und bei Stays On brauchen wir auch immer einen Stays On Reiniger. Wenn das trocken ist, kann ich da wunderbar drauf stempeln. Das mache ich mal jetzt. Stays On Stempelkissen. Und setze einfach auf die rechte Seite hier drüben die Zweige. Das sieht ganz nett aus, finde ich. Stempel das mal kurz ab. Dafür habe ich, wie gesagt, hier meine Tüte liegen, damit nicht so viel Farbe, wir wollen es ja nachhaltig haben, vergeudet wird. Gehe mit dem Stempelreiniger einmal über das Stempelmotiv, nehme mir ein Feuchttuch, in dem Fall habe ich ein Babyfeuchttuch und putze das einmal nach. Das Ganze nachher nochmal unbedingt unter fließend Wasser und dann passt das. Und genauso mache ich das mit dem kleinen, mit dem Stempel, mit den Schmetterlingen. Denke ich mal, setze ich da einfach so, dass sie richtig rumfliegen übrigens. Da oben so ein bisschen. Fertig. Auch hier eine Runde putzen, ab, nachher nachputzen, das musst du die ganze Zeit gucken. Und dann haben wir hier einfach einen Gruß, welchen nehmen wir? Ein kleiner Gruß mit lieben Wünschen. Und den setze ich noch hier unten hin. Und schon ist meine schnelle Grußkarte fertig. Ja, Aquarelleffekt im Hintergrund. Wenn du dich erinnerst an das Designerpapier Neue Horizonte, ja, da gab es genau solche Effekte auf den Papieren. Ich denke mal, die sind so hergestellt. Sind sicher eine gute Anregung, da auch weiter Papiere draus zu gestalten. Also hier eine Karte mit Schwarz oder mit anderem hinterlegt, ab auf die Karte und fertig. Ich mache das jetzt einfach mal so, dann heben wir uns die schon mal für nachher auf, wenn ich am Ende für das Schlussbild alles einmal zeige. So, jetzt ist in meinem Häufchen ein leeres Blatt. Das hat folgenden Hintergrund. Nein, das hat es noch nicht. Es ist falsch rum. Ach, falsch rum. Moment. Ich habe ja noch eine andere Idee. Ich bin ja noch mal mit meinen Ideen. Für mich in gewisser Weise auch Aquarelltechnik, weil ich mit Wasser arbeite und mit den Stempelblöcken. Hier, so kann das übrigens schief gehen bei dieser Technik. Aber es kommt, also so schief ist es nicht, oder? Geht durch. Also das ist diese hier, genau. Oder hier ganz einfach. Noch ein Muster. Genau. Hier, wie geht das? Ich nehme mir ein kleineres Papier und ich nehme mir Blöcke, habe ich schon mal hier hinten aufgestapelt. Vielleicht lege ich meine Unterlage mal auf eine Unterlage auf die Unterlage, genau. Und jetzt gehe ich einfach in mehrere Farben, die nicht zu dunkel sind, und stempel diese Blöcke ab. So. Und damit wir da einen Watercolor-Effekt hinkriegen, so haben wir das letztens schon gemacht, stempel ich erstmal einfach so und dann im zweiten Gang, nichts vermischen. Wer ist sauber, der ist sauber. Mensch, eine Logistik. Man kann auch da mal so überlappend, warum nicht? Genau, wird ganz bunt gemischt. Konzentrieren Sie sich, dass das nicht schief geht. Was läuft? Du wirst mir schon sagen, wenn es schief geht.
sicher in die Kommentare schreiben. So, das haben wir. Jetzt machen wir erstmal alles zu. Eins haben wir noch, genau. Und jetzt wäre der Moment, ich hoffe, dass das hier funktioniert, wo ich das Ganze einfach, und da ist wieder gut, wenn es glatt liegt, also das beiseite, mit meinem Stampin' Spritzer benesse und hier drüben mal so hinlege. Ja, gucken, entweder hast du es festgeklebt, dann bleibt es natürlich flach liegen, oder es wälzt sich halt, gibt halt nette Effekte. Ich putze hier mal wieder schnell meine Blöcke, nicht, dass das dann gleich wieder bunt wird alles, und trinke einen Schluck Kaffee und zeige dir die nächste Idee. So, dafür brauche ich das hier auch als Trocknungsunterlage. Nehme mir aber erstmal wieder das, nehme meinen Farbkarton in Seidenglanz und die dunkelste Farbe, das ist in dem Fall, ja, nehmen wir wieder Nachtblau, ne? Nachtblau. Ich verlinke übrigens in der Beschreibung von meinem Workshop den Zettel, wo drauf steht, was du alles brauchst. Das ist auch ein schöner Satz. Also den Materialzettel vom Workshop, während ich hier nass streiche, werde ich dir das mal erzählen, findest du in der Beschreibung, gibt es einen Link zu meiner Website und dann kannst du das komplett nacharbeiten, legst dir alles zurecht, was man brauchen könnte. Vorteil beim Video ist ja, weißt du ja, Stopptaste. So, jetzt habe ich hier diesen, der immer schön blau ist, und werde den jetzt mal hier schön draufsetzen. Also schön streichen und das Ganze schön nass, damit das alles schön fließend wird, viel Farbe drauf. Du könntest auch das Stempelkissen draufdrücken, hast natürlich dann immer wieder, ja, Abdrücke zwischen. Genau. So, dann ist das schön nass. Dann bin ich noch mal der Meinung, da geht noch mehr. Also schön dunkel, schön feucht. Trocknet ganz schnell. Wir haben ja im Moment Sommer, kennst du? Besonders heißen Sommer. Das heißt, Moment, ich pushe hier nochmal, drück, kommt das Wasser nochmal von oben runter. Und wenn es so richtig schön nass ist, dann habe ich an dieser Stelle mehr Salz auf dem Arbeitstisch. Haha, ich habe sogar mehr Salz auf dem Arbeitstisch. Und streue das mal hier drauf. Was du dann mit dem Meersalz am Ende machst, vielleicht irgendwo im Garten, wo es zu sauer ist, kann man vielleicht salzen. Ich weiß es nicht. So, das legen wir hin. Erinnere mich dran, brauchen wir ganz zum Schluss. Zwischendurch gucken wir mal, was das hier macht. Hat ja einen kleinen Aquarelleffekt dadurch gekriegt, dass ich es mit Wasser bespritzt habe. Watercolor, genau, Aquarell. Könnte man jetzt schon mal so als kleine Idee auf die Karte setzen und dann das Stempelmotiv oben drauf. Merken wir uns auch für nachher. Sitzt schon mal so hier hinten und wartet darauf, dass es trocken ist. Ist also das nächste Element. So, jetzt ziehen wir uns auf unserer Karte weiter. Erinnere mich ans Salz. Den nächsten Block reinigen. War das eigentlich mit dem Schluck Kaffee? Der ist jetzt. Ja, dann gibt es ja die Sache mit dem Stempelblock, wie ich ja schon gesagt habe, wie ich das gerne mache. Hier liegt Salz rum, glaubst du es? Hier habe ich schon mal auf die Welle hingewiesen und jetzt erzähle ich euch was zu dieser Stanzform mit dieser wunderschönen Badewanne, die man so fein kolorieren kann. Und die machen wir jetzt einfach mal in Watercolor-Technik. Ich verlinke auch an der Stelle oben bei dem i, mal sehen, da bei dem i, da wo mein Kopf ist, da in der Ecke, ist die Information zu weiteren Anleitungen und da zeige ich noch mal ganz genau, wie ich das koloriere. Aber die Badewanne habe ich nicht gezeigt. Also habe ich die Badewanne gestanzt und zeige jetzt mal, wie sie geht. Stanzform habe ich noch mal ins Bild gehalten. Unterlage holen wir uns. So. Hier liegen immer so viele kreative Ideen rum. Du kannst froh sein, dass du nur einen kleinen Ausschnitt des Zimmers siehst. Okay, gut, das ist auch geklärt. Wir brauchen nicht viel. Ich nehme in dem Fall für die Badewanne Anthrazitgrau, drücke ich mir auf die eine Seite vom Block, weil die nur auch sehr nah beieinander liegen von der Farbe her. Und das
Schiefergrau auf die andere Seite. Wie gesagt, ging auch immer mit den Nachfüllern. Braucht man vielleicht nachher nochmal. Ich habe ja noch was Neues im Programm. Ganz neu. Da ist noch ein bisschen Grün dran. Normalerweise wasche ich die dann immer ab. Die Frage ist jetzt, wie wir das machen. Wir könnten zum einen einmal hier einfach nass machen. Und dann gehe ich mit den Wassertankpinseln. Ich habe ja einen dicken, für Hintergründe super zu benutzen, und zwei dünnere, einen ganz dünnen und einen dünnen. Nun sind die Farben recht ähnlich, also setze ich mir hier in die Mitte so einen Punkt mit Wasser, gehe hier drüben mal in das Dunklere und fange oben an, die Kante zu malen. Ich habe es unten benässt, deswegen gibt es auch keine so scharfen Kanten. Und ich male jetzt Tatsache mit dem einen Pinsel alles, setze auf die eine Seite so eine Schattenkante, sage ich mal. Unten auch so ein bisschen, dass man das gut sieht. Das sind so Sachen, würde ich einfach sagen, probierst du aus. So, das ist schon mal alles, was ich dunkel empfinde. Und der Rest wird ein heller Schatten. Und da müssen wir jetzt gucken, dass wir jetzt nicht wieder dunkel kommen. Notfalls den Pinsel ein bisschen abstreichen und mit mehr Wasser arbeiten. Also nicht mit mehr Wasser, sondern mit viel mehr Wasser. So, und dann wird es einfach so ineinander vermalt. Und wenn mir die Kante oben nicht dunkel genug ist, gehe ich da oben nochmal drüber. Und auch an der Seite kann ich nochmal die Schattenkante nachziehen. Auch unten ist es durchaus eine Möglichkeit. So, und fertig ist meine Badewanne. Mit schönem Schatten und hat so einen metallischen Effekt. Ja, in Aquarelltechnik ganz einfach gemacht. Gut. Hier siehst du noch mal eine in Aktion. Hier schwimmt ein Kahn, der ist ähnlich koloriert, mit einer Schiffsschraube hinten. Genau. Okay, die Idee haben wir auch. Wunderbar. Lege ich mal beiseite. Irgendwie alles beiseite zum Trocknen. Ist noch nicht ganz trocken. Okay, nächste Idee. Immer wieder schön zwischenputzen. Ich habe demnächst vor, einen ähnlichen Workshop zu zeigen mit der Strukturpaste. Da suche ich mir schon jemanden ganz putzigen, also jemanden, der sich einfach hier mit dazu setzt und dem das nicht zu viel ist, hier live bei mir zu sitzen und mir immer die Strukturpaste von den Formen und vom Werkzeug schnell abzuwaschen, weil das muss man bei Strukturpaste so machen. Aber noch sind wir bei Aquarell. So, nächstes Element, nächste Karte ist diese, und zwar wird da wird farbig gestempelt und vermalt, und das zeige ich gleich, wie das geht. Da schon mal eine Mattung vorbereitet, also meine Karten sind hier heute alle 10,5 mal 14,85. Die Mattung drauf ist 10 mal 14,3 und die Auflage, Farbkarton in Seidenglanz, ist dann 9,5 mal 13,8. Den nehme ich mir wieder, und hast ja schon gesehen, ich mag das mit dem Reihumstempeln, und das mache ich hier auch. Nochmal eine neue Unterlage und ein Stempelset. Da habe ich hier alles Glück. Sind verschiedene Blüten drin, und die setze ich jetzt einfach farbig hier auf mein Blatt. Habe dabei gemerkt, für diese Technik sämtliche Rottöne sind geradezu ideal. Ich stempel jetzt einfach die Konturen farbig. Also das Rot setzen wir mal hier hin. Da oben hin, satte Abdrücke sind gut. Und da drüben hin putzen wir es kurz. Und gehen schon zur nächsten Blüte. Einen kleineren Stempel. Und was haben wir hier so schönes? Orchideenlila nehmen wir auch. Wunderbar. Dann haben wir diese klitzekleinen Teilchen, sind ja auch schnucki, ne? Da machen wir mal Folgendes. Das ist mal ein bisschen spontan. Die nehmen wir mal in dem Blau. Nachtblau, glaube ich, ne? Ach. Und die setzen wir da überall so ein kleines bisschen zwischen. Ah, der ist schief gegangen. Wir sagen nichts dazu. Passiert. So. Kleine Blüten. Einfach nur so ein bisschen dazwischen. Wieder putzen. Im
dem Ganzen noch ein bisschen Grün geben. Und dann haben wir es auch schon. Grün, da haben wir hier so Blätter. Ich nehme mal wieder diese. Oder nehme ich jene? Ich nehme mal jene. Muss ein bisschen variieren. Diese oder jene. So, und auch die werden einfach jetzt hier schön verteilt. Gucken wir mal, dass wir den an den Stiel da hinten so ein bisschen um die Ecke setzen. Warum nicht? Und hier ausnahmsweise mal oben drauf. Wir gucken das einfach, wie das dann nachher wirkt. Ja, hier unten geht noch ein bisschen grün. Gut. Putzen. Ich zeige es dann wieder einmal hoch. Und dann zeige ich dir den nächsten Effekt. Ich habe schon die Unterlage. Siehst ja schon, das sieht ganz gut aus so. Genau. Das mal wieder umdrehen. So wollen wir das hinbekommen, wie hier. Und das heißt, wir nehmen wieder unser Wassertankpinsel. Jetzt habe ich hier einen, da ist noch ein bisschen grün an. Ich streiche das aber raus. Wir nehmen also erstmal, Moment, ich räume mal auf. Erstmal keine extra Farbe, sondern wir fangen an zu malen, von den Konturen die Farbe aufzunehmen und im Objekt zu verstreichen. Und dazu müssen wir das feucht machen, damit die Farbe laufen kann. Und dann läuft das rein. Und dabei musst du auch ausprobieren. Bestimmte Farben sind intensiver, zum Beispiel die Rottöne. Da gehst du über die Linien und siehst sofort den Effekt. Und hier beim Grün dauert es also ein bisschen länger, aber das Ganze kriegt eben so einen pastellfarbenen Schimmer. Und du kannst wunderbar auch ohne Stays On Aquarell Malerei mit Stampin' Up Produkten betreiben. Und nicht nur abstrakt malen, sondern eben auch hier farbig kolorieren. So, dann schauen wir mal, was wir hier noch so haben. Ich zeige schon mal ein bisschen hoch. Du siehst es, ganz einfach löst sich die Farbe an. Jetzt muss ich einmal kurz meinen... Ja, es ist so, wenn man so ganz viele Sachen gleichzeitig zeigt, ist natürlich eine Schwierigkeit. Man kann nicht so schön putzen wie sonst. Ich gehe jetzt mit viel Wasser, damit das ruhig gut losläuft, hier mal in dieses... Du weißt natürlich schon, wie das Rot heißt. Sommersorbet. Richtig. Und löse die Farbe an. Hat immer das kleine Risiko, dass es natürlich dann auch in die falsche Richtung laufen kann, aber ich löse hier trotzdem erstmal ein bisschen Farbe an. Und du siehst schon, wie super das geht. Und dann habe ich damit begonnen und nachher gehe ich nochmal und mal ein paar Schattierungen rein, indem ich nochmal mehr oder weniger Farbe löse und vermale. So, das ist eine Sache, mit der kannst du Stunden zubringen. Sollst du auch, aber ich mache das hier nicht am Bildschirm Stunden. So, ich zeige mal hoch. Hier siehst du, wie die Effekte sind und hier siehst du, wie sie jetzt live vor Ort sind. Du siehst, es vermalt sich ineinander. Ja, also du löst die Farben wirklich an und es gibt Tatsache Farbtöne. So, jetzt gucken wir mal. Also immer ausprobieren, die Menge an Wasser, die du brauchst, ist unterschiedlich je nach Intensität der Farben. Du könntest natürlich auch wieder zum Hilfsmittel greifen und auf dem Stempelblock die Farbe abstempeln und dann nachfüllen, aber probier das mal ruhig mit dem Vermalen der Konturen. Ja, du siehst schon, ist wirklich eine chillige Sache. Auch so für einen Feierabend, wenn man sagt, ja, was mache ich heute mal? Chillen ist angesagt. Dann müssen wir halt chillen. Hier drüben nochmal, dass du siehst, dass ich hier nicht irgendwie trickse. Ich vermale die Töne miteinander. Da ist das wunderbar zu sehen. Farbe löst sich und wird auch dann immer intensiver. Hier siehst du es nochmal ganz gut. Ja, das war schon die
4. Idee, wenn wir es genau nehmen, wir müssen ja noch Ideen zwischendurch wieder zurecht sortieren. Also das war die 4. Idee, die lege ich jetzt mal so hin. Das kommt dann hier drauf, wird natürlich noch fertig gemalt. Es kommt noch ein Spruch dazwischen. Und die nächste Idee, die letzte Idee, ist das, was wir vorhin angefangen haben. Aber zwischendurch haben wir ja auch hier dieses angefangen. Ist noch nicht ganz trocken. Das könnte ich natürlich mit dem Embossing-Föhn loslegen. Aber ich schaue erstmal nach meiner Sache mit der Salztechnik. So, hier ist jetzt also Salz ohne Ende. Das schüttel ich komplett ab, streiche es runter. Es ist noch nicht ganz trocken, aber fast. Auch hier wäre jetzt der Embossing-Föhn dran. Es verläuft so gut wie nicht mehr. Du siehst, das ist der Effekt. Ich habe aber gleich noch was vorbereitet. Und zwar hier drin. Ich halte das nochmal hoch. So verläuft das. Je nachdem, wie gerade oder schief es liegt, siehst du auch diese unterschiedlichen krisseligen Effekte. Hier ist das nochmal auf meiner fertigen Karte. Da oben. Und es geht dieses grobe Salz, es geht auch das feine Salz. Dieses hier ist übrigens mit feinem, man glaubt es nicht. Und dieses hier ist mit grobem Salz. Und ich arbeite jetzt mit diesem Element weiter. Und du hast es vielleicht schon gesehen. Hier habe ich ja mal mit Blumen gearbeitet. Passiert gar nicht so oft mit mir. Bei mir. Aber jetzt habe ich ja das Gastgeberinnen-Set, also das Stempelset, was du ab Bestellwert von 200 € aus dem Mini-Katalog bekommst. Und das habe ich einfach verwendet. Und das werde ich jetzt mal benutzen und dir nochmal den Aquarell-Koloriereffekt zeigen, neben dieser Salztechnik bei dieser Karte. Also so geht das. Das wäre auch möglich. Und ich nehme mal das Element, weil das noch nicht trocken ist, muss mir das jetzt aber nochmal zurechtschneiden. Und zwar, kann man die Badewanne rumholen, auf diese 9,5, die schönsten Stellen, ist alles schön, 9,5 mal 13,8. Ja, immer mitdenken. Genau. 9,5 mal 13,8. Und dann kann ich das nachher hier auf das Weiße kleben. Hier drauf setzen. Und jetzt kommt, weil ich es einfach auf dem Tisch habe, alles Glück, nehme ich dann nochmal die Stanzelemente dazu. Und das habe ich mir ja eigentlich Tatsache deswegen gekauft. Das ist ja bei mir immer so hauruck. Die Stanzelemente, da gibt es dieses Element und ich hatte gerade mit einer Freundin überlegt, wie kriegt man eigentlich Filmstreifen hin. Und hier, wenn du das da prägst und stanzt, also stanzt vor allem, hast du doch Tatsache Filmstreifen. Wenn ich das jetzt auf einen schwarzen Karton, so als Hintergrund Filmstreifen, du erinnerst dich früher so ja, auf einen schwarzen Karton, links und rechts solche Streifen setze, dann habe ich wunderbar Filmstreifen und kann meine Fotos dazwischen setzen. So, dieses Element kann ich aber eben auch hier gut verwenden. Oder ich nehme dieses, finde ich auch total cool, mit dem Lochen, mit den Löchern, so wie abgerissene Notizblätter. Ja, das wäre so meine Assoziation. Ich muss, meine Stanzmaschine ist super, aber ich muss hier nochmal ein bisschen nacharbeiten. So, geht ja ganz schnell. Kann man auch mit der Bürste machen. Ja, dieses oder jenes setze ich dann einfach hier drauf und es gibt schon wieder einen coolen Effekt, nämlich diesen oder jenen. Genau. Habe ich einfach aus einem Blatt gestanzt, blieb der Streifen in der Mitte hier übrig, mit dem kann ich noch mal was machen. Und setze das schon mal auf meine Karte. Und die Idee war jetzt, dass ich eben das Set, zeige ich es auch mal, ja, was auch immer für Mäuse, du siehst es, ist wie gesagt das Gastgeberinnen-Set. Da kolorieren wir jetzt einfach nochmal die Mäuse. Das ist übrigens, wenn ich eine Karte so gestalte für innen drin, dann kann ich nämlich auch schreiben, falls jemand fragt, funktioniert. Dort oben drauf und kolorieren mit Wassertankpinsel und graue Mäuse. Und eine Laterne haben wir auch. Die würde ich dann hier hinten hinsetzen, je nachdem, wo sie besser passt, und die Mäuse kolorieren. Und auch da nehme ich mir nochmal meinen Stempelblock, gehe auf Schiefergrau und koloriere Mäuse über Mäuse. Sprachen schon über die Pinsel, die ich dann natürlich später
putze. Normalerweise würde ich die jetzt einmal zwischenputzen mit Wasser. Geht nicht. Wir beide wissen warum. Weil da bin ich ja eine Weile weg. So. Und dann wird so eine Maus koloriert. Ich mache jetzt nicht alle Mäuse, weil das dauert wieder zu lange. Ich setze erstmal so ein bisschen Grau rein. Schaue, dass ich nicht zu arge Kanten bekomme. Lasse das Wasser wieder miteinander vermischen. Auch hier habe ich in Stays On gestempelt. Und koloriere jetzt eben mit den Stempelkissenfarben. Ja. Ich gehe immer von der Theorie aus, dass die Füße etwas dunkler sind, weil die Haut dann nicht so gedehnt ist. So wäre meine Idee. Deswegen setze ich die auch mit dem Anthrazitgrau und male dann das Hellere wieder rein. Mit mehr Wasser ist natürlich auch das Dunkle heller. Klar, ne? So, jetzt können wir überlegen. Jetzt müssen wir erstmal die Beine durchzählen. Ach, das ist ein Schwanz. Meine, da ist das Bein. Siehst du? Das ist der Schwanz von der Maus rechts außen. Und das ist der Schwanz von der Maus links außen. So, auch so müsste ja eigentlich dicker sein. So, dann malen wir die kleinen Hände. Die Mäuse singen übrigens, also es gibt ja dann noch die Noten in dem Set. Deswegen brauchte ich das unbedingt. Singende Mäuse wollte ich schon immer mal haben. Der hier hat dunkle Ohren. Da oben male ich auch so eine dunkle Kontur. Und dann ziehe ich das alles ein bisschen heller. Ziehe ich doch nicht ins Lächerliche, sondern ins Hellere. So. Ich zeige das mal kurz, damit du siehst, wie schön sich hier Mäuse kolorieren lassen. Und dann denke ich, haben wir in der Weihnachtszeit Sommersorbet. Oh Mann, ey. Ist jetzt so. Wir haben Sommersorbet auf dem Arbeitstisch. Also nehmen wir uns noch mal einen kleinen Stempelblock, drücken den da rein. Und du siehst, wie schön man hier so farbig kolorieren kann. Und dann male ich hier so. Also so kräftiges Sommersorbet ist auch schön. Geht dann sogar im Advent. Meine Adventsmäuse nennen wir die jetzt mal. Vielleicht ist die Chortracht einfach, dass die alle rote Schales umhaben, oder? Das ist jetzt so mal vom Chef, vom Chor, vom Dirigenten ausgegeben worden. Das Motto war ja schon bei so großen Aktionen dabei, wo man dann hinkam, ein Wochenende lang geübt hat und im Lauf des Wochenendes wurde dann verkündet, welche Tracht man bei seinem Auftritt am Sonntag hat, wenn dann alle zusammen spontan singen. Manches Mal nochmal losgerannt und habe mir die passenden Klamöttchen organisiert. So viel dazu. Chortracht. Ist dem Chorleiter gar nicht klar, was der da anrichtet. So. So, die roten Schals sind praktisch auch schon mal fertig. Der Rest wird später gemalt, weil das wäre jetzt genau die Stelle, wo ich mir sage, dauert ewig. Ich glaube, der hat zu den roten Schals, weil wir singen draußen, noch rote Mützen befohlen. Und an den roten Mützen machen wir dann so diese nachtblauen Bommeln, oder? Ich denke noch drüber nach. Bin noch nicht durch. So. Ist mein Kopf im Bild? Das wäre ja oberdramatisch. So, so, so. Ja, das ist doch schon mal schicki, ne? Über die Lidblätter lassen wir uns dann noch mal aus. Ich mache aber hier noch einmal diese letzte Maus. Die letzte Maus wird auch noch koloriert, weil sonst muss ich nachher noch mal mit Grau anfangen. Das ist eine helle Maus. Die war im Sommer nicht in der Sonne. Naja, gut. Oben ist es noch ein bisschen dunkel. So, und hier Mittelmaus. Mittelmaus ist noch nicht an den Beinen koloriert. So, Klamöttchen kommen später. Die Lidblätter lassen wir in weiß. Und die Bekleidung kommt später. Aber ich zeige hier schon, oh, das ist nicht Hammer. Hammer, Hammer, Hammer. Gut, okay. Hast du drüber ausgelassen. Das legen wir beiseite. So ein Workshop 45 Minuten, dann ist ja meine Konzentration weg. Ich weiß ja nicht, wie das bei dir ist. Wir werden diese 45 Minuten schaffen. Ich lege hier schon mal was wieder beiseite, sortiere das später und setze mal mein Blatt grob zusammen. Und du siehst, das wird eine coole Nummer mit den Mäusen, finde ich. So, setzen wir das mal so drauf.
Ich schaue noch mal, ob ich da noch was nacharbeiten muss mit den Mattungen und Größen und hast du nicht gesehen. Aber so grundsätzlich ist das doch schon mal schick. Hier oben kommt noch ein Gruß hin. Ja, Mäuse in Aquarell. Ist das nicht ein sinniger Titel? Gut, was haben wir noch nicht fertig, damit wir dann ein schönes Schlussbild hinbekommen? Wir machen noch mal die Sache mit diesem hier. Dieses ist so gut wie trocken. Jetzt gucken wir noch mal ab, wie wir das bei der anderen gemacht haben. Schau mal hier. Unten kommt ein Gruß hin und oben kommt das Bunte hin. Ich überlege mal, wie das am besten sitzt oder liegt. Und da ich weiß, dass der Stempel super funktioniert, nehme ich ihn jetzt einfach auch. Brauche dafür natürlich einen großen Block. Brauche Geburtstag, braucht man immer. Tja, Geburtstag braucht man immer. Und setze das Ganze unten, warum nicht, in schwarzes. Nee, in, doch, nee, nee, doch. Ja, nee, in Karibikblau. Im besten Fall richtig rum. Hier unten einfach den Geburtstagsgruß hin, dann ist das schon mal ein bisschen fröhlich und hell. Und dann überlege ich, wo ich meine Sonnenblume am besten platziere, dass ich damit glücklich bin. So. Sonnenblume geht dahin. Ich muss das zum Abgucken nehmen. Okay. Ich würde das mittig setzen und jetzt ist die Frage, ob die Sonnenblume wie hier hinten weitergeht oder wirklich nur vorne drauf sitzt. Ich muss das vor allem glatt kriegen. Ich brauche eine Unterlage. Hole ich mir nochmal, da wirft es einfach ein wenig, also es federt nach, sagen wir es mal so. Und dann gehe ich auf Stays On. Bestempel hier, benetze meinen Stempel. Und lege das hier so drauf. So, wo es liegen soll, setze den Stempel, hoffentlich wird es gerade, das ist so der Moment, ja, der ist so spannend, setze den hier drüben drauf, naja, drücke wie doof, merkst du ja, ist okay, wir lassen es durchgehen, wenn du mich fragst. So, und setze das dann hier wieder drauf. So, könnte noch mit den kleinen Blättern arbeiten. Nehmen wir mal die zwei kleinen. Und dadurch, dass wir ja die Kante haben, ist ja klar, ne, hüpft das ein bisschen hoch. Dadurch ist es nicht überall. Jetzt müssen wir aber die richtige Stelle finden. Ich denke, da sitzt das super. Und setzen jetzt so das da einmal ab. Und hier unten auch noch einmal. Dann passt das prima. Und legen das beiseite. Du weißt ja, wie ich das dann putze. Nehmen jetzt unsere Abstandsklebepunkte. Doppelseitig, kennst du auch schon. Ist ja nichts Neues mehr unter der Sonne hier. So, setzen das da drauf. Und jetzt wird es langsam ein bisschen ausführlich mit dem Video. Also jetzt müssen wir langsam mal zum Schluss kommen. Ja? Ich will dir ja noch ein paar Ideen zeigen. Wo ich dann immer oben auf das i zeige, wo du die Anleitungen dann findest. So, Stampin' Up trifft Aquarell. Haben wir, denke ich, ausführlich jetzt bearbeitet. Zumindest bei mir. So, schon ist es fertig. Kann man machen, muss man nicht, würde ich sagen. Aber geht, ne? Also hier finde ich es fast noch schöner. Da ist ein bisschen weniger, da ist das Wasser nicht drauf gesprüht, sondern vorher auf dem Block vermalt. Ist also auch ganz nett. Okay, so. Jetzt machen wir Folgendes. Wir machen schon mal das Schlussbild. Wir erinnern uns nochmal. Und dann zeige ich dir noch die Ideen. Da ist also unsere Salztechnik Aquarell mit den kleinen Mäusen. Die setzen wir einfach dahin. Da werde ich den Hintergrund auch noch mal ein bisschen drunter grauen. Mache ich dann aber. Die sitzen da oben. So. Dann hatten wir das hier mit den Blumen. Das setze ich mal hier hin. Dann habe ich euch gezeigt, wie man das wunderbar kolorieren kann und habe mir da gleich nochmal die Wanne rangeholt. Die Wanne ist voll, die Wanne koloriert, war also auch eine Idee. Haben wir natürlich jede Menge. Da gibt es noch ein extra Video dazu.
Dann, was wir eben zum Schluss fertig gemacht haben, war die Sache mit den Stempelblöcken. Ich brauche viel mehr Platz auf dem Tisch. Die Sache mit den Stempelblöcken, die haben wir hier. Da haben wir diese Variante. Und das ist dann 3a und b, ne 2a und b. Und auch diese Variante mit einem Block. Und ganz zum Anfang habe ich die einfache Koloration gezeigt, wie wir den Hintergrund gestalten. Okay, also Ideen habt ihr, es waren mindestens 5 und jetzt kommen die Ideen plus die Zugabe. Und zwar, ich habe sogar eine da gar nicht dabei, und zwar ist das Nass in Nass Stempeln, als ich das Weihnachtspapier bestempelt habe. Okay, hier gibt es noch die Idee mit den Aquarell- und Prägeformen. Ich habe also die Prägeform mit Aquarell, mit Wasser benetzt, mit Stempelfarben und dann geprägt. Genau, das ist dieses. Legen wir jetzt links außen hin und daraus ein Mini-Buch gestaltet. Auch die Faltanleitung, du weißt, da links oben wird das für dich verlinkt. Hier nochmal das Mini-Buch mit Aquarell mit Prägeform. Dann gab es die Sache Aquarell mit Strukturpaste. Ja, wer meinen Kanal verfolgt, der wird wissen, ach, da hat sie doch noch gar nichts gezeigt, oder? Nee, hat sie auch noch nicht, kommt aber noch. Okay, Prägeform. Hier Aquarell, meine geliebte Sonnenblume. Geht jetzt mal auf ganz links außen, aber ist noch so ein Zipfelchen im Bild. Ich muss ja noch ein bisschen schieben. Machen Sie mal Schiebung. So ein Zipfelchen. Und dann hätte ich eine Aquarelltechnik, heißt Sepia Watercolor Technik. Werde ich demnächst noch mal zeigen. Ist hier auch noch mal mit meiner Sonnenblume, mit verschiedenen Blumen. Und dann natürlich, weil maritim, weißt ja, bin ich ein Fan mit Muscheln, ist sehr viel mit Wasser und mit Stays On. Und dann siehst du, ist auch noch embossed, also wirklich richtig viele Effekte aufeinander. Auch da habe ich eine Anleitung, wird verlinkt. Und dann habe ich das Ganze, weil wie gesagt, mit Muscheln war so auch schön, aber dann dachte ich, geht das auch in Blau und siehe, es geht auch in Blau. Sind ältere Anleitungen, ältere Stempel, manch einer hat sie vielleicht, zeige ich aber demnächst auch nochmal mit neuen Motiven. So, jetzt gleich die 45 Minuten um. Die Materialliste und sonstiges ist verlinkt in der Beschreibung. Ich hoffe, dir hat das gefallen. Du hast die ein oder andere Idee vielleicht noch nicht gekannt oder vielleicht noch nicht so angewendet. Das war's von mir. Gib mir gern einen Daumen hoch, einen Kommentar, total beliebt. Abonniere meinen Kanal, dann verpasst du keine meiner Ideen. Und wenn du hier dran bleibst, gibt's noch mehr Ideen, Tipps und Tricks. Also, bis gleich in einem meiner nächsten Videos. Ich freue mich auf dich, deine Angela von der Stempelfamilie.